Ja, was haben Schmerzen, Haut, Darm, Stimmung und Cholesterin miteinander zu tun? Auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht besonders viel, denn das sind völlig verschiedene Bereiche. Und trotzdem gibt's was, das bei allen eine wichtige Rolle spielt. Etwas, das übrigens noch in vielen anderen Bereichen des Körpers gebraucht wird und dort ganz unterschiedliche Aufgaben übernimmt. Bei Schmerzen, Haut und Darm können zum Beispiel Entzündungsprozesse eine Rolle spielen. Und im Gehirn, da geht es unter anderem um den Aufbau und die Funktion von Zellmembranen, ganz wichtig. Und bei Cholesterin, da geht es noch um andere Zusammenhänge im Fettstoffwechsel. Ja, und ich spreche von EPA und DHA. Das sind die Omega-3-Fettsäuren, die vor allem in Fisch und Algen vorkommen. Und in den nächsten 5 Minuten, da möchte ich dir zeigen, warum dieses Thema so wichtig ist, warum ein- oder zweimal Fisch pro Woche oft nicht ausreicht und wie du ab morgen noch mehr dazu erfahren kannst. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass du unendlich viel Fisch essen musst oder dass Omega-3 die Lösung für alles ist, aber EPA und DHA werden im Körper an viel mehr Stellen gebraucht, als viele wahrscheinlich denken. Ich beschäftige mich schon lange mit Omega-3 und ich nehme es auch selbst seit vielen Jahren täglich ein. Und in diesen Jahren, da habe ich meinen Status immer wieder mal messen lassen, um sicherzugehen, dass ich auch wirklich ausreichend versorgt bin, was nicht immer der Fall war. Denn die eingenommene Menge allein, die sagt noch nicht automatisch, wie viel tatsächlich im Körper ankommt. Ja, und genau da fangen für mich einige Missverständnisse rund um Omega-3 an, auf die ich jetzt in kurzer Form eingehen möchte. Denn Omega-3 ist nicht gleich Omega-3. Leinöl, Chiasamen oder Walnüsse, die enthalten zum Beispiel auch Omega-3. Das ist aber vor allem die pflanzliche Fettsäure ALA, also pflanzliches Omega-3. Die ist auch wichtig. Aber die kann EPA und DHA nicht einfach ersetzen, wenn es zum Beispiel um Entzündungsregulation, um das Gehirn oder um die Netzhaut an den Augen geht. ALA kann zwar in EPA und DHA umgewandelt werden, aber nur zu einem ganz geringen Teil. Das ist viel zu wenig. Wenn ich also meine Versorgung mit EPA und DHA verbessern möchte, dann reicht es nicht, einfach nur mehr Leinöl zu nehmen oder ein paar Walnüsse zu essen. Da wird dann wahrscheinlich nicht so ganz besonders viel passieren. Und selbst bei einem Fischöl oder Algenöl, da gucke ich auch noch mal genauer hin. Ich gucke nach, wie viel EPA ist da wirklich drin, wie viel DHA ist da wirklich drin und wie viel davon nehme ich mit der empfohlenen Tagesmenge wirklich auf. Und letztendlich ist natürlich auch wichtig, was brauche ich denn? Brauche ich viel EPA oder brauche ich viel DHA? Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Und dann ist es auch so, auch EPA und DHA sind nicht das Gleiche. Die haben zwar Überschneidungen, aber auch unterschiedliche Aufgaben und Schwerpunkte im Körper. Ein Produkt mit viel EPA ist also nicht dasselbe wie ein Produkt, das hauptsächlich DHA enthält. Und deshalb ist für mich die Aufschrift Omega-3 allein zu wenig. Das sagt nicht, für mich nicht genug aus. Ich gucke immer danach, welches Omega-3 ist enthalten und wie viel davon. Ja, viele denken wahrscheinlich auch, dass es ausreicht, ein- oder zweimal in der Woche Fisch zu essen. Und das kann natürlich zur Versorgung beitragen, aber es kommt sehr darauf an, welcher Fisch gegessen wird. Und von Schwermetallbelastung wollen wir jetzt mal gar nicht reden. Ein fettarmer Fisch, der enthält deutlich weniger EPA und DHA als zum Beispiel Hering, Makrele oder Sardinen. Und auch bei Lachs kann der Gehalt schwanken, also das ist nicht egal. Diese allgemeine Empfehlung, ein- bis zweimal pro Woche Fisch zu essen, das ist erstmal eine allgemeine Orientierung für die Versorgung. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand bereits gut versorgt ist mit den Fettsäuren oder ob der EPA- und DHA-Status schon auffällig niedrig ist, weil man vielleicht jahrelang gar keinen Fisch gegessen hat, zum Beispiel. Da gibt es ja auch viele Menschen. Wenn der Status niedrig ist, dann müsste man über mehrere Monate wirklich regelmäßig ausreichend Omega-3-reichen Fisch essen, um den Wert dann auch gezielt wieder anzuheben. Theoretisch ist das natürlich möglich, aber ehrlich gesagt ist das für viele Menschen im normalen Alltag wahrscheinlich nicht besonders realistisch. Und genau dosieren lässt sich das über Lebensmittel natürlich auch nur schwer. Also da weiß man auch nicht, wo man dann liegt. Da lässt sich die Menge mit einem guten Fisch- oder Algenöl deutlich genauer festlegen. Aber auch da würde ich
mich nicht einfach auf eine pauschale Dosierung verlassen, denn wie viel EPA und DHA jemand benötigt, das hängt dann auch wieder von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Ausgangssituation, ne? Wie war denn die Versorgung bisher? Von der Aufnahme, wie gut nimmt der Körper das auf? Was ist mit der Verdauung? Und es hängt auch von dem persönlichen Verbrauch ab. Und ob man mit der eingenommenen Menge tatsächlich den gewünschten Zielbereich dann erreicht irgendwann, das lässt sich am besten mit einer Messung überprüfen. Das kann man nicht fühlen oder anders irgendwie wissen. Und deshalb finde ich es wichtig, nicht einfach jahrelang, vielleicht sogar Jahre, irgendeine Menge einzunehmen, sondern auch mal zu überprüfen, wie die Versorgung denn tatsächlich aussieht. Ja, und genau auf all diese ganzen unterschiedlichen Zusammenhänge möchte ich in der kommenden Woche ein bisschen genauer eingehen. Ab morgen, also ab Montag, den 27. Juli 2026, startet auf meinem WhatsApp-Kanal eine kleine Omega-3-Woche. Und da lade ich dich herzlich zu ein. Ich starte mit Cholesterin und Triglyceriden. Danach geht es um Entzündungsregulation, Haut, Darm und Stimmung. Und zum Abschluss wird es noch ein bisschen praktischer. Da geht es auch darum, worauf es bei der Auswahl und bei der Anwendung eines Omega-3-Produkts ankommt. Jeden Tag gibt es also einen kleinen, kurzen Beitrag dazu. Das ist wirklich nicht umfangreich. Du kannst da einfach mitlesen, wenn du möchtest. Und natürlich, das Ganze kostet auch nichts. Den Link zu meinem WhatsApp-Kanal findest du in der Videobeschreibung. Also, vielleicht bis morgen auf meinem WhatsApp-Kanal.